blow in 1935. Baby boy who'd rock the world, whose rhythm came alive. Here comes the king. Wir sind wieder hier. Das ist eine Waffel? Ich habe schon eins an der Waffel da. Ja, glaube ich auch ein bisschen viel Öl im Ja, Gemisch, das ne? sieht ganz geil, Mann. Wir müssen hier hinter die Tür. Ja, klar. Nee. Ich sah das Ding und dachte, mein Schwein frei. Memphis, Tennessee. Sam and Son. ...1440 Kilometer. Das ist einfach nur geil. Es ist ja ein bisschen Zündungsproblem ist noch in Nathan, Wilson Lake. Aber das haben wir behoben, kein Thema mehr. Und nachher, seit hier, ist eigentlich alles wieder richtig geil. Der Seilzugstarter ist noch kaputt gegangen, ist aber auch wieder gemacht. Also es ist bombastisch. Das Wochenende war abartig, heiß wie ein Satan, aber natürlich mega geil. Gute Leute dort, schöne Töpfe, natürlich mega geil mit dem Flat Track Rennen und nachher mit dem Strandrennen, 32. Meile, also grandios. Wirklich richtig grandios. Fahrt hierher ohne Problem, quer durch Hamburg durch. Ich wollte eigentlich auf eine Fähre, auf eine Velofähre. Dort war aber das Problem, ich bin nicht zwischen diesen Pföstchen durchgekommen. Das heisst, ich bin gar nicht auf die Fähre gekommen. Gut, dann habe ich geschaut, wo ist die nächste alte Elbtunnel. St. Pauli Elbtunnel, oder? Ich so, ja geil, dort mit dem Lift ab und so, alte Elbtunnel. Ich habe es bis jetzt noch gehört, ich bin nie durchgelaufen. Ich dachte, das ist genau der Moment. Da kann ich mit dem Bubba dort durchfahren, schön Handyvideo machen. Der andere hat schon von weit her gewunken. Ja, Verbrennermotoren verboten. Nur noch Elektro. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich halt nochmal weiter und bin über die neuen Elbbrücke gefahren. Ja, nun, es ist wie es ist. Dann bin ich natürlich mitten in das Hamburg gekommen. Aber wir sind da und es ist richtig geil. Ich schaue jetzt mal, wo der Christian umschraubt. Hey! Ah, der geilste Schweizer. Der geilste. Hey! Na? Hi, moin. Na du? Alles klar? Willst du eine Waffel? Nee, ich habe schon eins an der Waffel da. Ja. Ich brauche nicht noch mehr. Aber im Gegensatz zu dir sind die Dinger schon abgelaufen. Ja, das glaube ich dir. Köstlich. Was bist du am Schrauben hier? Fridas, NSU, TTK. Die will nicht so richtig, wie ich will. Ja. Die haben wir aus dem richtigen, oder eigentlich aus 2,5 Schrotthaufen zusammengebaut. Das Ding. Ja, was? Das ist gut. Kannst du mal versuchen anzumachen, das Ding. Kickstarter ist der verkehrte, der richtige fehlt noch. Also da ist eine neue Kurbelwelle drin und alles. Ja, Läuft doch. kommt der wieder eins. Bist du immer auf Gas, hä? Glaube ich auch ein bisschen viel Öl im Ja, Gemisch, das ne? sieht ganz so aus, du. Oder was? Ein bisschen. Ja, was ist dein Tipp? Ja, puh, das Gas hängt ja schon mal, oder? Also der Schieber hängt, oder wie? Ja, Das heißt wahrscheinlich hier gleich das... Ja, schau mal rein, ich mach der jetzt ganz zu. Der geht gar nicht ganz runter jetzt, ne? Ja, dann. Also das ist schon mal was. Da ist keine... Nein, das ist keine Standgasschraube. Ja, das ist so ein blöder Nachbauvergaser. Ich ärgere mich schon, dass ich den gekauft habe. Das kann im Fall schon der Scheiß sein. Diese Amazon Billigvergaser, da gibt es natürlich, weil die Düsenstöcke und das ganze Zeug, wenn das nicht schön gefertigt ist. Ja. Falschluft ist natürlich ein Thema, wenn du das Standgas einstellen kannst, mit Bremsreiniger mal absprühen. Steht hinter dir. Aber wenn nicht, dann würde ich den... Hast du den Originalen noch? Du hast bestimmt noch ein Original. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Echt nicht? Nee, ich habe, ich glaube, 4 Fahrgestelle, 2 Motoren und nicht einen einzigen Vergaser dabei die wurde gehabt. jetzt so aus 2, 3 Motorrädern zusammengeschraubt. Da. Ja, ja, genau. Kannst ja mal schauen. Kannst du mal schauen? Ja. Apropos, hast du Quellfrisch mitgebracht? Nee, nie, aber wie? Wieso das denn nicht? Ich bin mit dem Mofa hierher gefahren. Ja, weiß ich. Also, kannst du eine Palette für mich hinten draufschnallen? Schau mal, ich habe nicht mal Platz für neue Hosen. So sieht das aus nach 2 Wochen. Ja, Du noch arme nicht mal. Sau. Das habe ich von dir gelernt. Das ist doch noch gut. Die geht noch. Die geht noch, genau.
Das musste schnell gehen. Ja, ja. Frieda hatte das ja als Jahresarbeit gemacht, der Präsentationstermin kam näher. Ja, gut. Und dann musste schnell ein Vergaser her. Einen Originalen hatte ich nicht gefunden, Ja. weil die in der Größe 12 relativ selten zu kriegen sind. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, nimmst du den? Ein bisschen drunter geht hier Ja, noch. hier kann ich auch. Ah, jetzt hat es schon ein bisschen Luft. Dann versuche ich nochmal, oder? Aha. Habe ich gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Aber Luftfilter, hast du noch was? Da gehen 90-Grad-Bogen hier rein. Standgas, dann schnell hoch, dann fällt es erst rum. Ja. So viel Luft. Das heißt, ich muss einen Filter davor machen. Ja. Siehst du? Ja. Also das ist wirklich schon mal wichtig. Jetzt gebe ich fast keine Luft. Ja. Ja. Also Luftfilter davor. Definitiv. Weil wenn ich den halte ich ja da fast zu. Ja, ja, ja. Also kein offener Einlass, sondern Ja. was denn? Was denn? Ich hatte einen, ja, aber wo habe ich den jetzt? Aber sonst eben, da ist alles dicht. Dichtfläche, Vergaser, Zylinder, Gehäuse, das ist alles gut. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Jetzt hat sie sich noch eine Simson gekauft. Oh, Ja, sie sagt, das Ding ist ihr zu schade zum Ja. Rumfahren jeden Tag. Das geht nicht. wow, gute Einstellung. Hä? Ja, ist doch ein Unterschied, ne, wenn man das Ding selber restauriert hat Ja, ja. und dann da drauf steigt. Das ist ein anderes Gefühl als ich kauf mal schnell. Ja, ja, du weißt, was dahinter steckt, definitiv. Ja, Was treibt dich hierher? ja ein bisschen wieder mal schauen, was du hier so für einen Quatsch machst. Ja. Ja, hier stehen wir gerade vor dem ersten Geinteil. Hä? Morgen. Sollen wir mal anmachen? Ah, das läuft echt, hä? Ich glaube schon, ja. Glaub schon. Ich bin früher mit dem Ding ganz viel rumgefahren. Ich glaube, ich habe 18.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Ah, sogar. Ich bin früher immer mit dem Auto zur Schule gefahren. Ja, also ja. Ich nicht zu meiner Schule, aber ich hatte dann Ja, man weiß nie bei dir. hier auf dem Beifahrersitz war mein Ältester, die beiden Kleinen hier hinten drin, Oh, echt? Emil und Frieda. Und die Schulranzen, da hatte ich noch ein so einen Gepäckträger. Da haben wir dann mal die Schulranzen rickrack festgemacht und dann sind wir Geil, zu Mann. dritt mit dem Ding Sehr, los gewesen. Sehr geil. So, Gas, Choke. Ja, und hat die schönsten Jetmotoren da. Ja, es gibt noch einen schöneren. Hey! Geil, Mann. Richtig geil. Ich habe auch noch nie Ärger gehabt mit dem Motor. Also bevor ich losfahre, bekommt er immer Öl. Ja, aber ansonsten ist das alles gekapselt und unproblematisch. Ja, voll. Wir wollten noch Ramses angucken. Komm, wir gehen mal Ramses angucken. Die steht wahrscheinlich ganz vorne. Ja, sicher. Jetzt müssen wir archäologisch aktiv werden. Rechts rum. Ja, du. Kennst Da du den hättest Scheiß? noch. Ja. So, gehen wir mal da hinten in Ja, die Ecke. wild. Oh. Den haben wir gestartet. Das ist ein richtig geiles Teil. Ja, mein Bruder ist. Ja. So. Wir müssen hier hinter die Tür. Ja, klar. Ja, was denn? Nee, komm, wo steht die? Hinter der Tür. Ist kein Witz. Ah, da steht noch ein Flugzeug im Weg. Ja, ja. Das ist gar nichts. Wir laden jetzt Aber einfach. da steht noch ein. Ich bin ja auch immer der Meinung, man kann gar nicht genug Verpackungsmaterial haben. Ja, Christian. Ja, wenn du was suchst, dann hast du nichts. Ja, genau. Ja, ich sage auch immer, wenn du nichts hast, kannst du nichts machen. So ist das. Das muss alles weg. He? Ja, wir haben es ja gleich. Aha. Ja, da liegt noch eine halbe Matchless Silverhawk. Ja, das Ding ist feuerfest, die ist etwas schwerer. Ja, die ist etwas schwerer.
können wir die gleich einbauen. Das ist schon mal was weg. Die steht schon seit 10 Jahren hier im Weg. Die ist auch so schön schwer, ne? Ja, die ist richtig schwer. Ja, die ist einbruchshemmend, feuerfest und was weiß ich nicht alles. Das ist sie. Geiler Scheiß. Lenker vor. Oh, boah, nein, da links die Braff. Nee. Schaust du vorne auf den Lenker? Ja. Dann ziehe ich mal ganz. So. Weiter geht's mit dem Puzzle. Geht's, ja. Erzähl, was willst du mit dem Flugzeug hier? Fliegen. Ach ja. Von genau dem Ding habe ich als Kind schon geträumt. Okay. So. Guck mal, ging doch super. Ja, einmal frei. Das Ding hier war ein echter Zufallsfund. Ich hatte eine Suchanzeige im Internet, suche V2 BSA aus Kairo. Aus Kairo. Aus Kairo bekam ich eine E-Mail und da stand drin 500er V2 OHV J12 heißt das Modell, glaube ich, BSA zu verkaufen. Das ist eine von den vielen Maschinen, die im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg da runtergekommen sind. Dann mailte der mir irgendwie 10, 12 Bilder und auf einem Bild, das war irgendwie aus Zufall dazwischen geraten, war die abgebildet. Ich sah das Ding und dachte, mein Schwein pfeift. Ja. Also als ich den Motor gesehen habe, habe ich sofort begriffen, dass das eine mega seltene Sache ist, weil sie von diesen V2 500er Franconi Motoren ja echt nur, keine Ahnung, 50 Stück oder so gebaut haben. Sind echt, oder 200 oder so, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall super, super rar. Da habe ich dem Typen natürlich sofort gesagt, hier, deine BSA kannst behalten, ich will die andere Karre haben. Das ganze Ding zog sich über ein Dreivierteljahr hin. Oh Mann. Bis wir endlich so weit waren, dass wir gesagt haben, wir machen das. Dann habe ich noch mal 2 Jahre gebraucht, das Ding aus Ägypten rauszubekommen. Ja. Irgendwann hatte ich dann Kontakt zu einem Typen aus Süddeutschland bekommen, der auch in Kairo wohnt. Und der hatte auch ein Motorrad in Kairo stehen. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was? Du bist in Kairo, du regelst den ganzen Export, ich regel den ganzen Import und dann machen wir das so. Und weißt du, was wir nachher letzten Endes gemacht haben? Der Typ hat die Dinger auseinandergebaut und in Einzelteilen in eine Kiste rein und dann kamen die beiden Dinger hier an. Ich war 2 Tage vorher unten beim Hauptzollamt und habe das angekündigt, gesagt, da kommt eine Sendung für mich. 2 Motorräder in Einzelteilen. Ja. Oh, meinte der Zöllner nur, das wird anstrengend. Ich sage, wieso das? Sind ja 2 Motorräder in Einzelteilen. Ja, aber wenn die in Einzelteilen kommen, dann müssen wir die auch in Einzelteilen bewerten und versteuern. Ja. Dann guckst du mal nach und dann stellst du fest, dass es für jedes Teil gibt's eine eigene Zollnummer. Eine Felge mit einem Reifen hat eine andere Verzollungsnummer als eine Felge ohne Reifen. Der LKW fuhr unten vor, ich mit dem Zöllner da raus. Der Zöllner die Kiste aufgemacht, reingeguckt, guckte auf seine Uhr, 1:45, 3:45 Feierabend. Okay, 2 komplette Motorräder. Also die tatsächliche Typenbezeichnung weiß ich nicht, Typ 403 oder irgendwie was. Was bei der Kiste ganz interessant ist, das ist der älteste bekannte Motor dieser Baureihe, den es gibt. Das Fahrgestell ist ein relativ junges. Vermutlich hat dieser Motor jahrelang bei Motosacoche rumgelegen und irgendwann haben die gesagt, wir brauchen Geld. Und dann haben die das zusammengekloppt und haben es dann so, wie es hier steht, praktisch verkauft. Wirklich, ja. Und es ist der einzige bekannte Motor, der diese Aussparungen hier oben in den Zylinderrippen hat. Das ist es gab eine Variante als OHC, Overhead Camshaft. Da gehört normalerweise so ein Hüllrohr. Mit dem Rohr da, ja, genau. Genau. Wir bahnen uns mal den Weg hier. So. Mal ein bisschen durchspülen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange
Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich hol da lieber mal nicht die Taschenlampe, hä? Also man kann sowieso nicht so genau entscheiden, soll man das Ding jetzt restaurieren? Boah, ja, das ist eine schwierige Frage bei sowas, ja. Wollen wir den schon aufmachen und ein bisschen ablassen, die Scheiße. Wie viel haben wir denn da? Ja, ich habe nur noch ein bisschen reingetan, um zu schütteln, durchspülen vielleicht. Na, hau mal mehr rein. Ja, verdreht. Ui. Vielleicht sollte man mal direkt das Benzin in die Schwimmerkammer tun. Ich hole mal eine Zange, dann machen wir das Ding schnell auf. Ja, selbst das, guck dir das mal an. Ja, ja. Was da rauskommt, das gibt's ja gar nicht. Oh, oh, oh. Nachher ist er so verrotzt, dass da gar nichts wirklich durch die Düsen durchgeht. Ja, ey. Oha. Das ist ja richtig üble. Ja, hier unten mal. Oh, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was ablassen. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt nicht die feine englische Art hier mit der Zange, aber Ja, jetzt wird es schon heller da von oben, ist gut. guck mal, das ist richtig korrodiert da drin. Ja. Junge, Junge, Junge. Ganz üble Suppe. Und das ist überall dieser rostige Staub. Und wenn der mal nicht auch in der Hauptdüse ist und so. Ja, genau. Machen wir einmal die Schwimmerkammer kurz ab. Ja. Dann können wir die Hauptdüse einmal. Das sollte man natürlich mit besserem Werkzeug machen. Oder nicht mit besserem, sondern mit geeigneterem. Mit dem richtigen Haupt. Naja. Boah. Ich glaube, da muss ich mal durchpüstern. Kein Tageslicht. Besser. Jetzt kann man wieder durchgucken. Gut. Kannst du auch noch mal auflassen, dann können wir gucken, ob der Sprit jetzt durchläuft. Ja, steigt. Wunderbar. Ja, das hat Potenzial. Der Motor ist komplett revidiert. Ja. Das Getriebe ist überholt. Die Felgen, die drauf sind, sind verkehrt. Ja. Da gehören eigentlich Wulstfelgen drauf, aber das sind jetzt die bereits drauf waren. Ich habe sie jetzt einfach erstmal so gelassen. Ah. Der wollte schon fast. Ich warte mal. Geh mal dran. Da hat er zu viel Luft. Ah, ja. Kerzenstecker nicht drauf, oder was? Ah, ja, Kerze ist nicht angezogen. Na super. Ja, die kriegt keinen Sprit. Und der Gasschieber, der funktioniert. Ja, das ist auch. Das ist der kleine, ne? Geh mal in die Schieber-Section. Die passt nicht. Zu groß. Das ist die Feder, die erst. Jetzt hast du da alles schnell aus der Ecke gezogen. Das Kabel war hier irgendwie leicht vergriesgnaddelt von dem Ding.
Da haben wir das Problemchen. Oh, so ähnlich wie bei deinem Moped. Nur, dass hier das Kabel verknickt ist. Jetzt müsstest du eigentlich mehr Manövriermasse haben da unten. Jo, danke. Ja, eigentlich muss man so einen Scheiß regelmäßig bewegen. Ja. Stell dir mal vor, ich schaffe das ja mit meinen paar Fahrzeugen schon nicht, dann will ich gar nicht wissen, wie es Ja. dir geht. Die geht. Das ist das einzige Teil, was voll funktionsfähig ist. Voll funktionsfähig. So, soll ich mal Ist probieren? sogar noch, ja. Oh. Ja, sobald ich keinen Bremsleiter mehr gebe, ist fertig. Geil, ja. Der pustet ja ordentlich zurück, du spürst es richtig hier. Der schießt zurück ohne Ende, also Ja, irgendwas ist da die, mit den Ventilen auch nicht ja, so ja, ganz. die Steuerzeiten müssen vielleicht Ja. noch mal. Ich glaube hier das Ventil, da ist eine Lederdichtung drin und die hat jetzt 4 Jahre lang trocken Ja, ey, da ist gestanden. Ich neige eigentlich dazu, das Ding kosmetisch so zu lassen, wie es ist. Ja, voll. Ja, auch wenn einige Leute dann wieder die Nase rümpfen und sagen, das geht ja gar nicht. Ja, ja, gut. Und das ist ja immer so, wenn du da startest, dann kommt eines nach dem anderen. Das wird ist ja dann nie schnell mal. Schnell eine Geschichte, die 2, 3 Jahre dauert. Ja, eh, ne? Ja, ja. Ein Leben reicht nicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, ja. Erzählt doch, was meint ihr dazu, etwas komplett restaurieren oder so belassen. Einfach wirklich, weil es geschichtsträchtig ist, weil es so halt eben seine Patina erhalten hat, bekommen hat. 100 Jahre alt dieses Jahr, Eben. das Ding. Das ist brutal, oder? 100 Jahre. Ja. Ja. Das ist krass. Ich lasse sie so. Ich glaube es auch. Vielen Dank, Christian. Gerne. Ist immer sehr, sehr spannend in diesen Hallen rein, natürlich. Das ist ein absoluter Traum. Und immer wieder Scheunen gefunden, einer nach dem anderen. Ich freue mich auf den nächsten. Ja. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Christian, vielen Nächstes Dank. Mal ziehen wir die 350er Condor aus dem Keller. Das ist sehr gut. Von 28. Das nächste ist schon gekommen. Perfekt, so muss das sein. Also, die Story Machen ist wir. noch nicht beendet. Gut, Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank euch. Ja. Macht's gut. Bis nächstes Mal.